Donald Trump oder Kamala Harris? Wer wird der neue US-Präsident und welche Auswirkungen wird das auf den US-Aktienmarkt haben? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute mal an, welcher der zwei Präsidentschaftskandidaten der bessere für Aktien wäre, überwiegend natürlich für Aktien in den USA. Wir starten auch sofort rein und ich möchte erstmal so ein paar Grundannahmen vorne wegschicken. Politische Börsen haben kurze Beine, das heißt langfristig orientiert sich halt auch der Aktienmarkt an den Gewinnen und an der Stärke von Unternehmen und ist nicht so stark abhängig von politischen Entscheidungen, und von dem her ist es jetzt eher auf kurze Sicht schon was den Markt tangieren könnte, aber langfristig sehen wir auch jetzt eher in der Historie, ist es jetzt kein entscheidender Faktor. Ich möchte aber trotzdem eine möglichst objektive Sicht auf die Dinge jetzt hier darbieten und einfach mal die möglichen Auswirkungen auf die US-Börsen beleuchten, und deswegen gleich, ich bin hier weder für Donald Trump noch für Kamala Harris. Die US-Wahl, ich bin da nicht beteiligt, ich kann nicht wählen, von dem her ist es jetzt hier möglichst objektiv dargestellt und ich möchte da jetzt auch mich auf keine Seite schlagen. Wir schauen uns beide ganz nüchtern an. Und ich habe jetzt auch die Aussagen von Donald Trump und Kamala Harris jetzt mal zusammengefasst, die sie in Richtung generell dem Markt gemacht haben und die uns so ein paar Hinweise geben, wo die Reise hingehen könnte. Wir sehen jetzt hier rechts noch einen Ausschnitt von den aktuellen Wahlprognosen, und wie es ja so häufig ist in den USA, entscheiden wieder die Swing States den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Entweder Donald Trump oder Kamala Harris müssen mindestens 270 Wahlmänner auf sich vereinigen. Wir haben ja hier ein indirektes Wahlsystem. Dadurch wird dann eben entschieden, wer der US-Präsident wird. Das heißt, jetzt heute nach aktuellem Stand ist noch überhaupt nicht klar, wer der Präsident werden könnte. Alles noch offen. Die Prognosen sind auch sehr, sehr unentschlossen. Also da sieht es eigentlich 50-50 aus. Und wir werden Dienstag auf Mittwoch dann mehr wissen und ja, letztendlich vermutlich dann auch wissen, wer der neue US-Präsident wird. Schauen wir uns als erstes mal Donald Trump an. Also Donald Trump ist ja eigentlich ein Immobilienunternehmer, eine wirkliche Fernsehpersönlichkeit und ja, logischerweise auch Politiker. Er gehört der Republikanischen Partei an und war der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von 2017 bis 2021. Hier mal die drei wichtigsten Punkte, die er auf seiner Agenda stehen hat. Erstens, die Steuersenkungen, die er damals zu seiner Amtszeit eingeführt hat auf die US-Unternehmen, die werden verlängert. Das heißt, die höheren Profite für Unternehmen bleiben, die US-Unternehmen haben höhere Earnings, also der Gewinn ist einfach höher durch die niedrigeren Steuern. Und jetzt ist noch ein wichtiger Punkt, der verstärkend noch hinzukommt. Er möchte die Steuersenkung nochmal verstärken, und zwar um 1%. Also er möchte die senken von 21% auf 21%. Eigentlich sollten die ursprünglichen Steuersenkungen jetzt 2025 auslaufen, aber er möchte die fortführen und sogar nochmal 1% nach unten schrauben und bei den US-Produkten sogar auf 15% gehen. Und das ist wirklich ein wirklich wahnsinnig guter Faktor für den US-Markt und natürlich alle US-Unternehmen. Das ist dann wie so ein Korken, der wegfliegt, hat ein Analyst hierzu kommentiert, und würde dem ganzen Markt und dem S&P 500 im Allgemeinen wirklich einen richtig guten Push geben. Also dieser Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger und würde uns jetzt hier mal einen Hinweis dazu geben, dass das wirklich gut wäre für unsere US-Aktien. Der zweite Punkt dreht sich um den Inflation Reduction Act. Der könnte, wenn Donald Trump an die Macht kommt, ja, zurückgenommen werden. Das würde dann dazu führen, dass Solar- und E-Auto-Aktien wieder deutlich leiden werden. Also da wird es weniger Subventionen geben, generell Unterstützung für die wird zurückgefahren, und im gleichen Zuge wird aber dann wieder Öl und Gas interessanter. Diese Unternehmen, die Aktien werden definitiv von einem Präsidenten Donald Trump profitieren. Und das wird auf jeden Fall dann auch spannend zu sehen, eben diesen Move wieder hin zu diesen typischen Mineralöl und generell Energiequellen im Vergleich zu der erneuerbaren Energie. Der dritte Punkt, der spielt auch eine sehr große Rolle, sind Zölle auf Importware. Donald Trump ist ja bekannt für seinen Trade War, für seinen Handelskrieg, zum Beispiel auch mit China, wo er
Handelszölle verhängt hat. Und er hat jetzt gesagt, er möchte hier 20% Zoll auf alles. Das würde jetzt erstmal in erster Linie dazu führen, dass die Konsumenten in den USA höhere Preise zu verkraften haben. Das ist natürlich eher negativ, aber wir müssen klar sagen, auch hier würden die US-Unternehmen deutlich davon profitieren, weil die US-Unternehmen dann im Vergleich zu den importierten Waren deutlich günstiger sind, ja eben um 20% mindestens, zumindest im Vergleich zum Importpreis. Ja, also das wäre für die US-Unternehmen eher gut, für alle anderen Unternehmen sehr negativ, sollte das wirklich so kommen. Und er hat auch gesagt, er möchte im Allgemeinen hier nicht irgendwie die Schuldenbremse aktivieren, sondern er würde das alles so weiterlaufen. Das würde natürlich auch kurzfristig dazu führen, dass der ganze Aktienmarkt in den USA ja, profitiert und hier ja auch ja, eine gute Zeit sicher davon einfach steigen wird. Und längerfristig sind diese hohen Schulden natürlich dann möglicherweise wieder ein Problem. Da ist Kamala Harris auch nochmal ganz anders aufgestellt. Da werfen wir aber jetzt dann gleich einen Blick drauf. Bevor wir dazu kommen, wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Lass gerne ein Abo da, es würde mich echt freuen. War wieder sehr viel Arbeit, das Video. Ich hoffe, dir gefällt's. So, schauen wir mal zu den Punkten von Kamala Harris. Es ist sehr, sehr schön, weil sie hat viele konträre Aussagen auch im Vergleich zu Donald Trump getroffen. Sie ist ja Juristin, Staatsanwältin und natürlich auch Politikerin, gehört der Demokratischen Partei an und war jetzt zuletzt Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Ja, die hat 3 Hauptpunkte. Zuerst mal, sie möchte die Steuern erhöhen. Steuererhöhungen auf 28% für US-Unternehmen. Das führt natürlich dazu, dass die Profite bei den Unternehmen zurückgehen. Ein Analyst hat hier gesagt, dass dann der Earnings per Share Ertrag um 8% im S&P 500 zurückgehen würde, sollte sie wirklich die Steuern erhöhen. Das ist natürlich schon ein wirklich starker Einmaleffekt, wenn hier wirklich die Steuern nach oben geschraubt werden. Führt zu niedrigen Einnahmen an den US-Märkten. Das wird natürlich dann auch Auswirkungen auf die Bewertung haben. Und da werden wir definitiv auch einen Shift im Markt sehen, sollte diese Änderung kommen. Es ist ungewiss, ob sie das dann tatsächlich umsetzen wird. Also ist alles noch offen. Das ist aber schon mal ein sehr negativer Punkt für die Aktien. Zudem möchte sie die Besteuerung auf Aktienrückkäufe erhöhen und zwar von 1 Cent auf 4 Cent. Also das auch sehr negativ. Hier wird die Steuer um 400% erhöht. Das ist jetzt auch eher negativ für uns als Anleger. So, kommen wir zum zweiten Punkt, der eigentlich ganz gut ist. Renewable Energy wird natürlich wieder weiter profitieren. Sie ist ja sehr stark hinter den ganzen erneuerbaren Energien und möchte da auch so eine Art Sektorrotation hinbekommen, also weg von den ganzen also Mineralstoffaktien und Unternehmen, also weg von Gas, weg von Öl, hin zu erneuerbarer Energie und da möchte sie viel regulieren und natürlich subventionieren. Also da könnten wirklich so Unternehmen, die viel mit Energie, mit grüner Energie zu tun haben, da wird sicher der ein oder andere davon die guten Sachen sich rausziehen können, also profitieren können. Der dritte Punkt, weniger Schulden und Citizen Support, also sie möchte das Finanzdefizit mindern. Das heißt, sie möchte jetzt hier keine neuen Schulden machen im Vergleich zu Donald Trump. Sie möchte da eher auf die Schuldenbremse treten und hat auch als sehr großen Punkt bei sich, dass sie eben das Wohnen wieder bezahlbar machen möchte. Also sie möchte so eine Art Bürgersupport hier aufbauen, dass eben die Menschen in den USA sich wieder ein Eigenheim leisten können. Also so viel mal zu den beiden Punkten oder den beiden Kandidaten und deren Punkte. Haben wir jetzt hier schön herausgestellt, dass Donald Trump bei diesen Aussagen definitiv deutlich die Nase vorne hat, was die positiven Auswirkungen auf die US-Börse angeht. Das ist jetzt hier natürlich nur ein sehr, sehr fokussierter Blick und nimmt auch alle anderen Aussagen überhaupt nicht in den Blick mit rein, sondern wir gucken uns ja nur hier die Aussagen, die jetzt die Börse betrifft, an. Und jetzt möchte ich aber noch Aktien vorstellen, die von dem entweder Donald Trump oder von Kamala Harris profitieren sollten. Zuerst Donald Trump, hier 3 Aktien oder 2 Aktien und ein Asset, das definitiv profitieren sollte, haben wir auch schon gesehen.
Also einerseits natürlich das Unternehmen von Donald Trump, Truth Social, ist ja auch an der Börse notiert, das wird sicher profitieren, sollte Donald Trump US-Präsident werden. Auch United Healthcare, also die United Health Group, wird profitieren, sollte Donald Trump wieder Präsident werden. Also er kümmert sich ja da eben auch sehr viel um die Krankenversicherung, dass das eben ja, bezahlbar wird und die Preise wieder zurückgehen. Das hat er ja auch 2016 damals gut geschafft und da konnte die United Health Group auch profitieren. Und großer Unterschied noch zu Kamala Harris, er ist ein starker Unterstützer von Kryptowährungen, von Bitcoin. Also da sollte Donald Trump Präsident werden, wird sicher der Bitcoin positiv darauf reagieren. Und hier jetzt einfach nur mal 3 Assets, die ja, sicher nach oben gehen oder eher davon profitieren sollten, wenn Donald Trump tatsächlich hier wieder US-Präsident wird. Aber natürlich keine Anlageberatung, es sind nur so ein paar Ideen, die ich hier mal ja, preisgeben möchte. Jetzt schauen wir uns auch Kamala Harris an. Auch hier 3 Aktien tatsächlich, die durchaus sehr stark nach oben gehen könnten oder ja, ein oder andere positive Signal erhalten werden, sollte hier ihre Agenda umgesetzt werden. Also einerseits D.R. Horton, Americans Builder. Es ist ein Unternehmen, das sich mit Homebuilding beschäftigt, also alles um Eigenheimbau. Da ist eben D.R. Horton gut aufgestellt. Und wie bereits erwähnt, sie möchte ja da eben die US-Einwohner wieder unterstützen. Deswegen wird da sicher das Unternehmen auch ja, höhere Einnahmen einfahren werden. Ja, auch Next Era Energy. Klar, wie bereits erwähnt, sie möchte da Subventionen einführen und ihr ist eben die Renewable Energy, die erneuerbaren Energien sind ihr sehr wichtig und Rivian im gleichen Zuge, also E-Autos. Sie möchte weg vom Verbrenner, sie will hin zu E-Autos und da wird sicher auch die ganze Branche rund um die Elektrifizierung der Automobilbranche profitieren. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sieht es denn eigentlich so aus? Wie hat der S&P 500 denn abgeschnitten, je nachdem, ob der US-Präsident Demokrat war oder Republikaner? Wir gucken jetzt hier seit 1945 den Return an vom S&P 500 und wir sehen dann hier diesen jährlichen Durchschnitt. 11% hat er ja im Durchschnitt gemacht, wenn ein Demokrat der US-Präsident war und 7%, wenn ein Republikaner US-Präsident war. Wir müssen jetzt hier noch dazu sagen, dass eben die Finanzkrise auch mit dabei ist und da war eben ein Republikaner Präsident, deswegen ist es ein bisschen verzerrt, diese Darstellung. Aber wir sehen, an sich ist das Ergebnis bei beiden ziemlich gut. Wahrscheinlich würde dann nochmal 1% mindestens dazukommen bei den Republikanern oder 2. Also es ist schon sehr ähnlich und kein wirklich so großer Unterschied, aber im Allgemeinen können wir sagen, dass hier die Tendenz der Performance auf jeden Fall zu den Demokraten geht. Ja, was glaubst du denn eigentlich? Glaubst du, dass Kamala Harris oder Donald Trump besser für die US-Börse wäre? Lass mich das doch gerne mal wissen und komm in unseren Discord-Channel, da können wir uns einfach mal austauschen zur aktuellen Situation, auch rund um einzelne Aktien und die Börse. Gerne mal unten in der Beschreibung auschecken und kostenlos, ja, zeitlich befristet dem Discord-Kanal beitreten. Gucken wir mal weiter. Hier sehen wir jetzt mal die Returns des US-Aktienmarkts mit den einzelnen Präsidenten. Ganz unten ist Donald Trump. Der hat hier einen Annualized Return also mit dem Dow Jones von 11,8% geschafft. Und da war er tatsächlich auch ziemlich gut unterwegs. Nur besser war zum Beispiel in den letzten Jahren Barack Obama, ja, Bill Clinton oder ist es schon wirklich relativ lange her, hier 1923 bis 1929 mit Calvin Coolidge und sonst waren alle schlechter als Donald Trump. Also so schlecht war sein Ergebnis jetzt hier nicht von 2017 bis 2021 und hat einen relativ guten Annualized Return hier hingelegt. Also wir sehen, dass der Return an sich schon gut war, als Donald Trump ja, Präsident war. Deswegen glaube ich jetzt eigentlich auch weniger, dass das so einen also so große Auswirkungen auf die Börse an sich hat, ob Donald Trump oder Kamala Harris ja, Präsident wird. Wir schauen da jetzt gleich nochmal genauer drauf auf die historischen Daten. Davor, es gibt aktuell beim günstigsten Broker, Finanzen Zero, eine wirklich gute Aktion. Da könnt ihr bis zu 350 Euro Prämie bekommen. Erstens, ihr bekommt sicher 50 Euro Neukundenbonus und zweitens bis zu 300 Euro Wechselprämie, wenn ihr mit dem ersten Link unten in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar
ein Depot eröffnet und den Code SEO jetzt eingebt, dann könnt ihr hier bis zu 350 Euro Prämie abräumen. So, schauen wir aber weiter. Trump und Biden. Wir sehen hier mal den Unterschied der Performance, als Donald Trump Präsident war und als Joe Biden Präsident war. Also in Rot die Entwicklung des S&P 500 bei Trump und in Blau, als Biden jetzt eben bis zuletzt Präsident war, hier blauer Farbe. Und wir sehen ja eigentlich kein wesentlicher Unterschied, schon von der Volatilität her auf jeden Fall. Wir sehen, dass es ähnlich volatil war. Es gab hier mal immer wieder starke Einbuße und natürlich auch bei Trump durch Corona, können aber sehen, dass jetzt hier auf Sicht von 3,5 Jahren der Return wirklich ganz knapp beieinander liegt. Also Donald Trump hier bis die ersten 3,5 Jahre waren mit 43,63% und Biden jetzt eben mit 42,86%. Also kein wirklicher Unterschied, wirklich sehr ähnliche Performance jetzt hier in den 3,5 Jahren. Schauen wir hier auch nochmal einen Schritt weiter und wir sehen, dass die Tech-Aktien unter Donald Trump deutlich besser performt haben wie unter Biden. Also da können wir jetzt schon sehen, okay, hier ist ein deutlicher Unterschied. Mit 92,83% konnte der Nasdaq den Return von Biden mit 31,41% wirklich gut hinter sich lassen. Also hier, Tech-Aktien haben in dieser Zeit deutlich mehr profitiert von der Präsidentschaft Donald Trumps als von Biden. Jetzt hier nochmal schön dargestellt die einzelnen Bereiche mit demokratisch oder republikanischen Präsidenten. Hier zuletzt die Phase in Blau, als jetzt Biden war, dann davor Trump, Obama, Bush, hier dann eben auch die Finanzkrise mit drinnen, Clinton, Bush, Reagan und so weiter. Also die ganze Phase ist hier mit drinnen, ist wirklich auch sehr, sehr spannend mal zu sehen, wie sich auch die Kurse entwickelt haben und zu den einzelnen Präsidenten. Und auch hier sehen wir eigentlich im Allgemeinen, dass es nicht allzu relevant war, wer jetzt hier der Präsident war. Einen wirklich guten Return hatte hier so jemand wie Ronald Reagan mit 117,9% oder auch Obama mit 181% und natürlich Clinton mit 209%. Da steht Trump im Vergleich zu den Zeiten doch eigentlich relativ schwach da mit 37,3%. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt hier schon ein sehr verzerrtes Bild, weil es kommt halt einfach auch darauf an, in welcher Marktphase der Präsident übernommen hat und von da an wird ja auch gemessen. Deswegen ist es eher ganz nett, sich das mal anzuschauen, aber jetzt keine richtig valide Quelle, um jetzt zu sagen, ja, der Präsident oder die Präsidentschaftspartei wäre die bessere für die Börse und die Kursrenditen. Guckt man nochmal einen Schritt weiter. Macht es denn eigentlich überhaupt Sinn, jetzt noch weiter zu investieren? Macht es Sinn, weiterhin Geld in den Aktienmarkt zu stecken? Und wir können hier ganz klar sehen, wenn wir jetzt den Markt timen würden, also wir sagen jetzt, ich möchte nur investieren, wenn ein republikanischer Präsident da ist oder ich möchte nur investieren, wenn ein demokratischer Präsident da ist, dann sehen wir, dass wir den Markt deutlich underperformen. Also wir schneiden deutlich schlechter ab, wenn wir sagen, ich investiere nur, wenn eine der beiden Parteien an der Macht ist. Wir sehen, dass in Grün hier, wenn wir die ganze Zeit einfach investiert bleiben, wir das beste Ergebnis bekommen. Von dem her ist es auch ganz klar meine Einstellung. Mir ist es völlig egal, wer der Präsident wird. Ich werde weiter investiert bleiben und das sieht man auch eben jetzt hier schön an dieser Statistik, dass man einfach weiter dabei bleiben sollte, unabhängig davon, ob jetzt Donald Trump oder Kamala Harris Präsident wird. Aber lass mich doch gerne mal wissen, was du glaubst, was so deine Meinung dazu ist, zu den Punkten auch, die ich jetzt hier vorgestellt habe. Gerne jetzt nochmal einen Daumen nach oben da lassen, falls noch nicht geschehen. Danke auf jeden Fall, ist immer ein Träumchen. Und Abo da lassen, falls du dich jetzt noch für weitere Videos von mir interessierst, dann check doch gerne mein Video aus zu den Top-Aktien im November. Da sind wirklich sehr spannende Werte mit drinnen gewesen. Oder falls dich die Quartalszahlen der Tech-Aktien interessieren, also Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet, da habe ich auch vor kurzem ein neues Video rausgebracht. Gerne mal anschauen. Und vergiss auf keinen Fall, dich kostenlos bei uns in dem Community-Channel auf Discord einzuloggen. Es ist jetzt eben kurzfristig zeitlich begrenzt. Auf jeden Fall machen und die Chance mitnehmen.
danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.